Ziel auch dieses Festivals, dass man untereinander sich vernetzt, in Kontakt kommt und schöne Sachen mitnimmt für seine eigene Arbeit. Als Künstler aus Afrika, aus Benin, ich sage ganz klar an diese Europäer, Afrikaner oder Politiker aus der globalisierten Welt, Kunst muss frei bleiben. Dann wünsche ich mir, dass auch sehr viele Menschen neugierig sind, auf diese verschiedensten Formen mit Theater umzugehen. Kommt nach Rudolstadt. Theaterwelten rockt und es ist ein neues Konzept und es lohnt sich da gleich so als Pioniere quasi von Anfang an mit dabei zu sein, weil umso eher man dabei ist, umso mehr kann man gestalten. Also einmal speziell ist die Kombination von Workshops, Aufführungen und eben der Fachtagung. Dann ganz zentral ist, dass wir, es gelingt uns leider nicht immer, aber 6 Inszenierungen aus 6 Teilen der Welt einladen wollen und kein Teil soll den anderen dominieren. Meinetwegen zum Beispiel 2 Produktionen aus Europa und dafür keine aus Asien. Das wäre jetzt nicht unser Konzept, sondern wir versuchen wirklich aus allen Teilen der Welt gleichberechtigt immer eine Inszenierung und einen entsprechenden Workshop zu dieser Inszenierung anzubieten. If you're not sure what it is, I'll be going like this to you. If you're not sure, just do this to me. What's the word? What's the word? Yep. And I'll give it to you, I promise. Okay, so just once more. Titiro. Titiro. Whakarongo. Whakarongo. Korero. That's it. Kia ora. Kia ora. Okay, when you're ready, is everyone ready? Are you ready to go? Ready? Come on, cut out. Eindruck, ein schönes Festival mit wunderbaren Performances, die wir schon sehen konnten. 2 dürfen wir noch genießen heute Abend und vor allem eine ganz super Stimmung in den Workshops bei den Teilnehmern. Alle haben gute Laune, kommunizieren miteinander und haben hier viel Spaß. So soll es sein. Ja, du bist bald heiß geliebt, du gehst mit der Clique fort, bist nass im Sport, du bist cool und angesagt. Allerdings ist bei dir dafür ein Wunder gefragt. Also wir haben uns gerade beim Mittagessen gesehen und dann angefangen zu singen und dann kam es einfach so raus. Dann haben wir gemerkt, wir mögen die gleichen Dinge und dann haben wir einfach angefangen zu singen. War ganz spontan. Ich finde, das Besondere hier ist, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen, ohne dass wir sie wirklich sprechen. Also wir tanzen zusammen, wir singen zusammen oder wir interagieren einfach gemeinsam, ohne dass wir uns kennen. Und es ist dann unabhängig davon, ob wir Deutsch sind oder ob wir jetzt aus Chile kommen, aus Nepal, wir verstehen uns direkt. I'm Roel from Collectif Verloren. We're a performance group from Belgium, based in Brussels, in the capital of Belgium. And we work on the intersection between dance and theater and music, like performance arts. And you will immediately feel that it becomes much more difficult to give the overview and to know what can I add with it. So the idea, I think you get it. Yeah. Your intention starts from one body part. But your whole body can move with it. But your focus it starts in my ass, for example, or in my little toe, or in my tongue. Okay. I give the workshop from Belgium, from Europe, and in this workshop we try to discover every
everybody's own capabilities with their own bodies, like to get out of them a kind of dance, even if you're not experienced in dance, to discover how your body can move and how you can express things in an immediate way instead of thinking about it and like making dance moves. Just discovering how your body can move and how it can connect to a group that's also moving. Festival sollte man kommen, weil es schon sehr besonders ist, habe ich vorher noch nie so erlebt, dass es tatsächlich aus allen Kontinenten Workshops gibt, mit Workshopleitern aus jeweils verschiedenen Ländern, die ihre Tradition, ihre Theatertradition oder ihre kulturelle Tradition, ja, wir tanzen gerade in diesem Workshop ganz viel, mit reinbringen. Mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die Methode selber zu erlernen, daraus auch Sachen mitzunehmen für seine eigene Arbeit vor Ort in der Theatergruppe. Und das ist hier so konzentriert und so eng beieinander, wie ich das bei sonst keinem Festival kenne. Und dazu ist es noch ein sehr kleines, kompaktes Festival. Also man kennt alle Teilnehmer mit Namen. Das ist eine ganz tolle Sache hier in Rudolstadt. So you take a lot of these things back home with you by just doing them, not talking about them or thinking about them or having a discussion about what does theater mean in your culture, but by just seeing it and getting all these different perspectives. Es gibt kein Pro und kein Amateur. Es gibt nur Menschen, die etwas Besonderes erleben durch Theaterspiel. Es geht einfach um diese Erlebnisse, diese Momente, die man hat in einem Raum, zusammen mit den anderen. Und diese Momente sollten nur im Theater stattfinden. Also wie suchen wir die Gruppen aus? Eigentlich suchen die Gruppen uns, versuchen möglichst nicht nach unseren Maßstäben, ästhetischen Maßstäben oder was auch immer wir da im Kopf haben, die Gruppen auszusuchen, sondern wir sind eigentlich interessiert, Gruppen zu entdecken, die uns von ihrer Arbeit erzählen, durch die Aufführungen und in den Workshops. Incredible, incredible. Because today I was at the workshop for the final thing and they put the presentation together today. It's not a long presentation, but it's their work and I am very proud to have been part of that. The food was fantastic, that's important, and the generosity of the participation of the participants, the generosity of the organizers, the generosity of Rudolstadt to us. You can't beat it. It's fantastic.